is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. Eine stetig wachsende Familie. Stetig da, ein Teil vom Ganzen. Wärme. Geborgenheit. Sicherheit. Dein Traum ist unser. Wir haben unsere eigene Vorgeschichte. Dienen mit unseren eigenen Stärken. Eine Einheit aus Erfahrungen, Talenten und einer Sehnsucht. Jesus. Ungeschliffen. Unentdeckt. Das Ungewisse. Das wollen wir. Aber nicht mehr. Eine stetig wachsende Familie. Familie. Family. Kajok. Keluarga. Für dich. Halo, salam sejahtera untuk kalian semua. Seiring dengan meluasnya infeksi akibat penyebaran virus SARS coronavirus 2, saya Evan mewakili Jemaat Indonesia München ingin menyampaikan beberapa hal. Kami Jim peduli dan memperhatikan kesehatan dari setiap saudara. Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko penyebaran virus ini, kami akan melakukan hal-hal antisipasi agar setiap jemaat tetap sehat serta merasa aman dan nyaman selama beribadah di Jim. Pertanggal 15 Maret 2020, kami memutuskan untuk sementara meniadakan ibadah hari Minggu secara fisik, yang biasa diadakan di Verwendungszweck. Hal ini kami putuskan juga setelah mendapatkan imbauan dari pemerintah setempat. Sebagai gantinya, kami menyediakan layanan live streaming agar saudara semua dapat tetap beribadah di rumah masing-masing. Layanan ini dapat diakses melalui akun YouTube Jim Online, akun Instagram Jim @jim_icg, dan juga website Jemaat Indonesia München. Dalam kesempatan ini kami ingin turut mengimbau, bila kalian merasa kurang enak badan atau demam, kami harap kalian istirahat di rumah, dan bila tidak kunjung membaik, hubungi dokter. Kami mengerti mungkin situasi ini membuat banyak orang khawatir ataupun takut. Tapi kami mau encourage kalian bahwa Tuhan selalu bekerja dalam setiap perkara, dan kita tidak perlu khawatir apalagi takut. Yesus pernah berkata bahwa dengan khawatir kita tidak akan membawa kebaikan ke dalam hidup kita. Justru dalam keadaan seperti ini, kita harus saling mendukung dan menguatkan satu sama lain sebagai keluarga dalam Tuhan. Last but not least, jaga kesehatan kalian. Berolahraga secara rutin, makan makanan yang sehat dan berimbang, serta rajin cuci tangan minimal 20 detik, dan keep praying. Kami harap kalian tetap sehat dalam lindungan Tuhan, dan kita bisa melewati tantangan ini bersama-sama sebagai keluarga dalam Tuhan. Stay healthy and God bless you all. Halo. Bagi saudara sekalian yang mau memberikan persembahan ataupun perpuluhan dalam beberapa minggu ke depan, kalian bisa memberikannya secara online. Nah, ada dua cara untuk memberikan secara online, yaitu melalui PayPal atau melalui transfer bank. Sebelumnya kalian juga harus punya akun PayPal dulu. Tapi tenang aja, kalau misalnya kalian nggak punya akun PayPal, kalian bisa memberikannya secara transfer bank. Untuk memberikan menggunakan PayPal, kalian cukup buka aplikasi PayPal di handphone, lalu pilih kirim uang di bagian bawah layar, lalu masukkan link di sini sebagai penerima, serta masukkan jumlah uang yang ingin kalian berikan. Jangan lupa tap kirim. Bila layar seperti ini muncul, berarti persembahan kalian telah berhasil dikirim. Untuk memberikan melalui transfer bank, kalian bisa kirim persembahan kalian ke nomor rekening di sini dengan Verwendungszweck seperti ini. Kami sarankan, bila ingin memberikan perpuluhan, untuk mengirimkannya melalui transfer bank.
Terima kasih untuk kesetiaan kalian untuk tetap memberikan persembahan dan perpuluhan. Tuhan memberkati. Halo, berjumpa lagi di ibadah online Jemaat Indonesia München. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum memulai ibadah hari ini, kami mau membagikan beberapa tips supaya kalian tetap bisa khusyuk dan menikmati kehadiran Tuhan selama beribadah di rumah masing-masing. Pertama, siapkan hati kalian dengan berdoa dan bersatu sejenak. Ajak juga segenap keluarga untuk berdoa bersama. Kedua, simpan dulu handphone dan gadget lainnya supaya kalian dapat memberi perhatian penuh selama ibadah. Ketiga, ikut menyanyi dan menyembah Tuhan, sebab Ia hadir di mana saja termasuk di rumah kalian masing-masing. Keempat, jangan lupa catat khotbah yang kalian dengar supaya kalian pelajari lagi di kemudian hari. Terakhir, nikmati ibadah ini. Di minggu-minggu menjelang Paskah ini, mari kita ingat bahwa Tuhan telah mati bagi kita dan kita telah diselamatkan. So, selamat beribadah dan Tuhan memberkati. So, halo semuanya. Welcome to our service. Welcome to praise and worship. Harap kalian semua baik-baik. I hope you're all doing good. And you're all healthy, stay at home. And yeah, before we start praise and worship, let's read Psalms 34. It says in the NLT, I will praise the Lord at all times. I will constantly speak his praises. I will boast only in the Lord. Let all who are helpless take heart. Amen. Come, let us tell of the Lord's greatness. Let us exalt his name together. Let us exalt his name together. That's what we want to do. And yeah, let's start singing. We're going to sing a song. It's called Yes, I Will. I count on one thing. The same God that never fails will not fail me now. You won't fail me now in no way. The same God that's never late is working all things out. Working all things out. Yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy all my days. Oh yes, I will.
for joy when my heart is heavy all my days. Oh yes, I will for all my days. Oh yes, I will for all my days. Oh yes, I will. Amen. We will praise the Lord in every circumstance. Amen. No matter how bad or how good it is, we will praise the Lord. We will worship the Lord. Yes. Because the Lord is good. Amen. Amen. He is good. Amen. Amen. The Lord is good. Let's sing this one song together. Waymaker. God is a waymaker. In these hard times, He's a waymaker. You are here, oh God. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper,
Even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Promise keep light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, Lord, you make ways. Jesus, we believe, Jesus, that you will make a way through this time. You will make a way. You will make a way for us all. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Kau akan bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan
Ich grüße euch alle in der Gym-Gemeinde. Nach meinem letzten Besuch in München am 19. Januar hatte ich geplant, wieder nach München zu kommen, um euch wieder zu besuchen. Ich hatte dann einen Termin geben lassen, wann ich wieder nach München kommen sollte. Anschließend habe ich direkt ein Flugticket für den 29. März bestellt. Aus dem aktuellen Anlass wegen Coronaviren habe ich dann meine Reise nach München storniert. Nach Robert Koch Institut gehöre ich zu den Menschengruppen, die in erster Linie gefährdet sind. Ich bin 67 Jahre alt und gesundheitlich gesehen, ich hatte schon 2 Vorfälle mit meinem Herz. Aber nun beten wir zunächst. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken für diese Zeit, wo wir miteinander Gemeinschaft haben. Mit deinen Kindern und besonders mit dir. Mit deinem Wort. Wir danken dir. Aber zunächst möchten wir dir aber bitten, für andere Menschen, besonders die überall auf der Welt krank liegen. Segnest du sie, lieber Vater, dass du sie heilst. Wir bitten dich im Namen Jesus Christus. Stärke du sie weiter. Stärke auch ihre Familien, wenn sie ihre Lieben auch nicht besuchen dürfen. Und du segnest auch alle, die im Krankenhaus arbeiten, alle Ärzte, alle Pfleger, Pflegerinnen und alle Arztpraxen ja auch. Alle anderen, die hart arbeiten müssen, Tag und Nacht. Gibst du ihnen Kraft und besonders bewahre sie auch. Nicht, dass sie auch krank werden. Wir bitten dich, lieber Vater. Und du zu uns sprichst du ja auch, lieber Vater. Wir wollen dein Wort empfangen. Wir wollen hören, wir wollen auch verstehen. Wir brauchen die Heilige Geist, dass du uns hilfst zu verstehen. Im Namen Jesus Christus beten wir. Amen. Amen. So, wo war ich stehen geblieben? Also ich bin nicht mehr jung, so muss ich in der Wohnung mit meiner Frau allein bleiben. Allein? Stimmt das? Ob das stimmt, dass ich und meine Frau allein sind? Unsere Kinder sind in dieser Corona-Situation nicht zu uns gekommen, um uns nicht zu gefährden. Ob wir, ich und meine Frau allein sind, das stimmt nicht. Dass ich und meine Frau alleine sind. Gott war immer mit uns und bleibt immer mit uns. Ich danke Gott, dass wir nicht allein sind. Letzte Woche hatte ich Geburtstag, wie gesagt. Wir konnten meinen Geburtstag nicht zusammen mit den Kindern feiern. Es war ein bisschen ungewöhnlich, aber Gott hat mir ein Geschenk gegeben. Er gab mir sein kostbares Wort. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Also wir lesen nochmal. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Ich habe mich für dieses Geschenk sehr gefreut. Da steht geschrieben, alles, was ich bitte, was ich will,
wird mir geschehen. Das ist ja eine schöne Sache. Gott hat mich lieb. Irgendwie sind meine Augen immer wieder auf den letzten Satz gerichtet. So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Ich nehme an, ihr würdet euch auch freuen, wenn ihr irgendetwas bitten könnt und es wird geschehen. Denn wir haben im Leben so viele Wünsche. Ob man jung oder alt ist, hat man immer wieder Wünsche. In Deutschland höre ich immer wieder Glückwünsche, besonders zu älteren Menschen. Hauptsache gesund. Das scheint wohl, Gesundheit ist für ältere Menschen wichtig oder sogar sehr wichtig. Stimmt es, liebe Geschwister, die etwas älter sind? Wenn ich in Google nach Hauptsache gesund suche, bekomme ich ungefähr 175.000 Ergebnisse. Wenn ich in Google nach Hauptsache glücklich suche, bekomme ich ungefähr 24.400 Ergebnisse. Also, man möchte glücklich sein, erfolgreich sein, reich sein und. Und ältere Menschen möchten gesund sein. Da man im Leben so viele Wünsche hat, weiß man nicht mehr, was man wünschen oder bitten soll. Aber ich danke Gott, Gott erinnert mich an sein Wort in Johannes 14, Vers 26. Johannes 14, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich danke Gott wirklich, dass Gott mir den Heiligen Geist gegeben hat, um mich zu lehren und an alles zu erinnern, was Jesus gesagt hat. Also zurück zu Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Der Heilige Geist lenkte meine Augen von dem letzten Satz auf den ersten Satz. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, das ist das eigentliche Geschenk. Das ist das kostbare Geschenk. Das wertvolle Geschenk ist, ich darf in Christus bleiben. Überlegen wir uns mal. Wir sollen in Christus bleiben. Wir dürfen in Christus bleiben. Das ist ein Vorrecht, das ist ein Sonderrecht, das ist ein Privileg. Christus gibt mir, uns, seine Worte. Wenn meine Worte in euch bleiben. Wie oft erleben wir im Leben, wenn jemand zu uns sagt, ich gebe dir mein Wort. Irgendwie sind wir dann zuversichtlich. Aber hier geht es nicht um Worte von Menschen, sondern um Worte von Christus. Müssen wir nicht ganz zuversichtlich sein. Außerdem danken wir Gott. Christus sucht Platz für seine Worte in unserem Leben. Das heißt, er vertraut uns, dass wir seine Worte in unserem Leben aufbewahren. Seine Worte sollen in unserem Leben bleiben. Normalerweise sagen wir vertrauen Gott. Aber in diesem Fall ist es umgekehrt. Gott
vertraut uns, dass wir seine Worte in unserem Leben aufbewahren dürfen. Überleg's dir mal. Der Heilige Geist hat recht. Wir danken dem Heiligen Geist, dass er uns lehrt. Ja, dass wir danken Gott, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Gott weiß ganz genau, was wir brauchen, nämlich wir bleiben in Christus und seine Worte bleiben in uns. Wenn wir in unserem Leben zurückblicken und zählen, wie viele Wünsche wir in unserem Leben gehabt haben, einige Wünsche sind erfüllt, aber nach gewisser Zeit waren unsere erfüllten Wünsche nicht mehr wertvoll. Wir schätzen sie nicht mehr. Wir suchen wieder Ersatz dafür. Also, unsere Wünsche sind nicht perfekt. Unsere Wünsche sind meistens ich-bezogen. Gott weiß besser, was wir brauchen. Gott weiß besser, was wir wünschen sollen. Gott möchte unsere Wünsche erfüllen, die fruchtbezogen sind. Gott weiß es, was wir nicht immer wissen, was wir bitten sollen. Wenn wir bei ihm bleiben und seine Worte bei uns bleiben, dann haben die Wünsche in unserem Leben andere Qualität, andere Werte. Ich habe eingangs gesagt, dass ich schon zweimal Probleme mit meinem Herz gehabt hatte. Das war keine leichte Sache, wie wenn man nur erkältet ist. Als ich im Krankenhaus lag, kam mir der Gedanke, sag mal, wenn du dieses Krankenhaus lebendig verlassen kannst, dann bist du ja glücklich. Und dann? Was wirst du eigentlich mit deinem Leben machen? Also ist mein Leben in den Händen Gottes. Habt ihr euch schon mal gefragt, was wollt ihr eigentlich mit eurem Leben machen? Wir haben in diesen nächsten Tagen viel Zeit, um darüber nachzudenken. Nun lesen wir einen anderen Bibelvers. Dann wissen wir nicht mehr, wir leben, sondern Christus in uns. Galater 2, Vers 20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 2, Vers 20 bekräftigt, was in Johannes 15, Vers 7 steht. Christus bleibt in mir. Christus lebt in mir. Besonders in diesen schweren Zeiten in der Welt kann es passieren, dass man fragt, Gott, wo bist du? Komm her zu mir, bleib bei mir. Und wir vergessen dabei, Christus bleibt in uns und Christus lebt in uns. Wir rufen zu Gott, lieber Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich jetzt, Herr. Und wir sollen uns fragen, gibt es denn Zeiten, wo wir Gott nicht brauchen? Aktuell reden wir viel über Coronaviren. Sie sind für die meisten Menschen unsichtbar. Mitarbeiter von Testlaboren oder Virologen können sie sichtbar machen.
oder vielleicht gerade weil diese Viren unsichtbar sind, bringen diese Viren uns in eine schwierige Lage. Jesus sagt, seine Worte bleiben in uns. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Wenn meine Worte in euch bleiben. Und die Bibel sagt weiterhin in Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringen bis zur Scheidung zwischen Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Auf der einen Seite kann man nicht einfach ignorieren, dass die Viren existieren. Tatsächlich können sie von Menschen zu Menschen weiter übertragen werden. Auf der anderen Seite darf man dadurch nicht in Angst leben. Diese für den meisten Menschen unsichtbaren Viren sind da und können uns beunruhigen. Aber wir sollen Johannes 15, Vers 7 nicht vergessen. Jesus hat uns Wertvolles gegeben, anvertraut, nämlich seine Worte. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Und in Hebräer 4, Vers 12 steht geschrieben, dass Gottes Wort nicht nur tote Buchstaben oder tote Worte sind. Gottes Wort ist lebendig und Gottes Wort ist wirksam. In einigen Übersetzungen heißt es wirksam, mächtig, kräftig, aktiv. Also, wir haben in uns lebendiges Wort Gottes, das mächtig, kräftig und aktiv wirkt. Das stimmt, dass man jetzt sich sehr bemüht, Impfstoffe und Medizin für Coronaviren zu forschen und zu finden. Und man wird sich sehr freuen, wenn es gelingen würde. Wir sollen dafür beten. Aber warum vergessen wir dann Wertvolles in unserem Leben, nämlich Gottes Wort? Warum vernachlässigen wir dann Wertvolles in unserem Leben, nämlich Gottes Wort? Warum unterschätzen wir dann Wertvolles in unserem Leben, nämlich Gottes Wort? Solange wir noch leben, glauben wir, dass das lebendige Wort Gottes die Macht der Viren zerstören kann. Und auch wenn die Viren für uns unsichtbar sind. Lass uns Folgendes schauen. Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Wort und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Gottes Wort kann Seele und Geist scheiden, trennen. Seele und Geist sind für Menschen unsichtbar. Also Gottes Wort ist in der Lage, sie zu trennen. Und weiterhin, unser großer Feind ist in unserem Leben Angst. Angst in unserem Gedanken. Dieser Feind ist unsichtbar. Aber nun wissen wir, und wir glauben auch daran, dass Gottes Wort in der Lage ist, gute und schlechte Gedanken zu trennen. Und nachdem schlechte Gedanken getrennt sind, ist Gottes Wort ist auch in der Lage, sie zu zerstören. Dadurch erreichen wir Frieden.
in unserem Leben. Zum Schluss würde ich gerne noch eine Sache weitergeben. Wir müssen nun in Deutschland mit sehr wenig Begegnung mit anderen Menschen zu Hause bleiben. Einige sollen sogar in Quarantäne leben. Es ist nicht einfach. Aber wir können von unseren Brüdern und Schwestern in Christus lernen, die überall auf der Welt, besonders in Nordkorea, Afghanistan, Somalia und noch in vielen anderen Ländern verfolgt und ins Gefängnis reingesteckt sind. Viele Zeugnisse von diesen Geschwistern haben bewiesen, dass Gott durch seinen Heiligen Geist diesen Geschwistern beisteht. Gottes Wort ist ihre Nahrung. Wir nehmen nun Zeit, Gottes Wort in uns wirken zu lassen. Ich lese nochmal. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Weiterhin. Galater 2, Vers 20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Weiterhin. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringen bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Wir beten zusammen. Lieber Vater, wir möchten dir danken für dein Wort. Es ist einfach ein Geschenk in unserem Leben, dass du uns dein kostbares, dein wertvolles Wort uns gegeben hast, dass wir dieses Wort aufbewahren in unserem Leben. Wir danken dir, lieber Vater. Wir glauben, dass dieses Wort Gottes in unserem Leben uns stärken wird, unseren Glauben. Wir hören immer wieder, hören und hören, unser Glaube wird gestärkt vom Hören Gottes Wort. Wir danken dir, lieber Vater, für die Gemeinschaft an diesem Tag. Wir empfangen deinen Segen im Namen deines Sohnes Jesus Christus, unser Herr und Heiland. Im Namen Jesus Christus. Amen. Gott segne euch. Jemaat Jim yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah live streaming kita. Ada tertulis demikian, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini kita diingatkan kembali untuk kita bisa tinggal di dalam firman-Nya. Maka firman itu akan menuntun kita, dia layaknya seperti pelita, sehingga kita bisa berjalan tidak di dalam kegelapan, tidak di dalam ketakutan, tidak di dalam kekhawatiran, tetapi kita bisa berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan oleh karena Allah menyertai kita senantiasa. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah kita, dan saya akan berdoa berkat buat saudara sekalian yang menonton dimanapun kalian berada. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur walaupun di saat-saat seperti ini kami tahu Engkau tetap mempersatukan kami.
walaupun secara online. Tapi biar setiap firman yang boleh hari ini kami dengar, setiap pujian yang boleh kami naikkan bersama-sama, itu boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih hamba-Mu saat ini berdoa, biar berkat kasih Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan hamba-Mu berdoa, biar perlindungan-Mu atas kami semua, penyakit tidak menimpa kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada perlindungan Tuhan yang khusus atas anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mintakan berkat-Mu Tuhan tercurah atas kami. Amin. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo saudara sekalian, semoga kalian terberkati ya dengan ibadah kita tadi. Dikarenakan situasi saat ini, beberapa minggu ke depan, ibadah kita akan tetap online seperti saat ini, termasuk juga komsel. Memang kondisinya kurang optimal, tapi kami harap kalian tetap dapat setia dan terus bertemu dalam Tuhan melalui sarana ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir di rumah masing-masing dan kuasanya tidak terbatas oleh keadaan. Tuhan juga berkata bahwa bila 2-3 orang berkumpul dalam namanya, maka ia hadir. Amsal juga mengatakan bahwa kita seharusnya menjaga hati kita karena dari sanalah terpancar kehidupan. Oleh karena itu, stay positive. Jangan lupa juga sediakan waktu untuk berolahraga ringan dan juga jaga kebersihan diri sendiri dan juga rumah masing-masing. Tetap semangat, tetap berdoa, dan kita bertemu lagi minggu depan jam 15.30 di sini. Stay healthy and God be with you all.